Hallo, ein bisschen was geht in Norwegen jetzt. Doch, diese habe ich sogar innerhalb einer halben Stunde gefangen, allerdings danach wieder Flaute. Ich schätze mal, der Dorsch gerade so maßig und der Pollack, naja, akzeptabel. Wie man die filetiert, habe ich ja schon in einigen Videos gezeigt. Normalerweise verwende ich dazu am liebsten so ein massives japanisches Messer. Könnt ihr wie gesagt auf meinem Kanal sehen. Aber heute probiere ich mal Folgendes aus. Und zwar habe ich von dieser Firma ein elektrisches Filetiermesser geschickt bekommen. Ihr kennt ja elektrische Filetiermesser vielleicht von der Mama aus der Küche. Die sind ja mehr so wie Motorsäge oder aus dem Film aus den 80er Jahren mit Desiree Nosbusch, der Fan, wo sie ihr Idol dann schön zerlegte. Das Hinderliche an solchen Messern ist natürlich das Kabel. Gerade beim Fischefiletieren, wenn es schnell gehen muss, zack, hat man das Kabel womöglich durch oder es stört eben an der Reichweite. Und daher ist dieses Teil hier akkubetrieben, lädt sich mit USB-C. Mitgeliefert werden zwei Klingen, eine etwas steifer, die andere flexibel. Und ich werde jetzt zunächst mal diese flexibel hier probieren. Für die Bedenken-Zuschauer und besorgten Zuschauer habe ich auch hier eine EU-Erklärung, dass das Ganze EU-konform ist. Außerdem sind wir hier in Norwegen und dafür würde es sich natürlich unter Umständen, wenn es denn was taugt, auch anbieten. Denn manchmal hat man vielleicht einfach zu kalte Finger, kann nicht mehr filetieren, nicht mehr schneiden, dann wäre vielleicht das Ding gut. Oder wenn man einfach Massenabfertigung machen muss, wo es vielleicht nicht auf die Gramm ankommt. Denn ich denke mir schon, der Verlust könnte ein bisschen größer sein mit diesem Akkumesser. Ich habe das in Deutschland einmal getestet, bei Hühnchengeschnetzeltem. Und da war es wirklich überragend gut. Also überhaupt nicht dieses Verziehen und Verschmieren, wie man das halt sonst von Hühnchengeschnetzeltem kennt. Das Messer hat natürlich eine Sicherung, das heißt, das rattert nicht einfach los. Hier ist der Anschalter, sondern dieser kleine Pin hier, den muss man auf der anderen Seite rausdrücken. So, dann arbeitet das. Es hat auch ein Licht, erleichtert auch die Arbeit, gerade in finsteren Norwegen. Erstmal Sicherung wieder rein. Eingesteckt wird das ganz simpel hier vorne. Keine große Verriegelung, hält sofort. Das Gewicht liegt so schätzungsweise um die 400 Gramm, also schon ordentlich. Es ist also kein Messerchen, was man damit schleppt. Der Griff ist bruchstabil, grifffest. Die entscheidende Sache ist, taugt das Ding überhaupt was? Kann man das zum Filetieren nehmen? Ich habe tatsächlich ein bisschen Zweifel, dass man tatsächlich wirklich das Fleisch von der Haut nachher trennen kann. Daher würde ich zunächst mal meine Bananenschalentechnik anwenden. Das heißt, hier kurz einritzen, Rücken einritzen, Bauch einritzen und dann die Haut runterziehen. Dann das Fleisch runterschälen. Ja, man muss schon sagen, das Ding geht durch wie Butter. Hat auch für das erste Mal wirklich prima geklappt, oder? Es schält sich wirklich sehr gut runter. Muss ein bisschen Acht geben, dass man eben nicht zu viel hier runter raspelt, weil das Messer kennt da keine Gnade und raspelt dann unter Umständen die Knochen mit weg. Aber man sieht, man kann schön fast die Zeitung durchlesen im Notfall. Gar nicht so viel Abfall, wie ich dachte. Nehmen wir uns noch die andere Seite vor. Das war ein dicken Futtersack hier. Den gucken wir auch mal gleich an. Aber erstmal hier den Fisch komplett verarzten.
So, jetzt habe ich das Teil mit der Haut runtergeschnitten. Man kann es natürlich auch auf der Haut direkt braten und dann später runterkratzen. Das macht jetzt keinen Unterschied. Also wer mit der Haut gerne isst, der ist hiermit auch schon fertig. Ich versuche jetzt nochmal die Haut hier runterzuschälen. Da bin ich gespannt. Ich habe natürlich hier keine glatte Unterlage. Das könnte ein Problem werden. Also ich sehe schon, das Runterschälen von dem Filet, das ist mit dem Messer natürlich nicht so einfach. Da verunstaltet man unter Umständen das Ganze. Ich empfehle daher meine Bananenschalenmethode oder wer eben gern mit Haut isst, zum Beispiel Lachs und Meerforelle, auch richtig lecker mit Haut, der ist hier schon fertig. Ach ja, schauen wir uns gerade noch den Futtersack an. Der war ja richtig fett. Ui, Makrelen, Makrelen. Hier sind sie, die Makrelen. Jede Menge Makrelen. Sehr kleine und das ist auch das Problem derzeit. Die Makrelen, die man hier fangen könnte, wenn sie dann beißen würden, aber die Berufsfischer, die fangen ein paar raus, was sie dann eben auch nicht dürfen, die sind so klein, dass man sie eigentlich nicht mitnehmen darf. Das heißt unter dem Mindestmaß von 30 cm, soweit ich mich recht erinnere. Ja, mein Fazit zu dem Gerät. Es ist toll, es ist auf jeden Fall eine Erleichterung. Also das heißt für die Leute, die nicht so viel Kraft haben, die können damit auf jeden Fall wesentlich schneller durch die Fischhaut schneiden. Aber man muss ziemlich Acht geben, man muss wissen, was man macht. Sowohl beim Fisch, dass man eben kein Massaker anrichtet, kein Gemetzel anrichtet, kein Geschnetzel anrichtet. Und man muss auf seine Fingerchen Acht geben, denn ist klar, das schneidet nicht nur den Fisch wie Butter, sondern wahrscheinlich auch die Finger. Schaut es euch mal an, den Link habe ich in der Beschreibung unter dem Video. Bis zum nächsten Video.